Der muss hinter dem Anhänger sein. Habe ich. Jetzt noch einer auf dem Dach. Habe ich auch. Einer müsste noch oben sein. Und zack, habe ich auch. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Schön, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Heute geht es mal wieder in die Rubrik Waffen-Reviews bzw. eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Und zwar geht es um die AM40, die ja schon eine gewisse längere Zeit im Spiel ist, aber aufgrund der sehr starken SMGs aller voran der K30 und der MP9 lange ignoriert worden ist. Und wie ihr alle wisst, ist im letzten Patch aber genau das genervt worden und dementsprechend bin ich der Meinung, es lohnt sich auf jeden Fall, das Teil mal mitzunehmen. Ja, hat einige Hauptvorteile, die werden wir uns auch ganz genau noch in den Spezialisierungen, also in den Aufsätzen anschauen und auch zum Thema Rückstoß. Starten werden wir aber wie immer mit einem kurzen Overview, also was ist besonders gut und was ist vielleicht nicht so gut an diesem Sturmgewehr SMG Mix AM40. Also Pro ist auf jeden Fall ultraschnelles Nachladeverhalten, ultra präzise, Schaden nicht zu schlecht und auch eine ordentliche Feuerrate mit dabei. Wirklich gut zu kontrollieren. Also wie gesagt, schauen wir uns nachher auch noch im Rückstoßverhalten an. Das ist sehr easy. Ich würde fast auch sagen, gut für Einsteiger geeignet. Und ja, ich hatte richtig Spaß mit dem Teil. Davor war es ja wirklich, ging so. Da hat man sich gefragt, für was brauche ich das Ding? Gegenüber den normalen Sturmgewehren viel zu schwach und gegenüber den MPs eigentlich auch zu schwach. Aber wie schon angedeutet, der Patch hat ein bisschen was bewirkt und jetzt mag es vielleicht auch immer noch nicht die beste Waffe im ganzen Spiel sein, aber man hat auf jeden Fall richtig Laune damit. Negativ, klar, Schaden auf Distance ist jetzt nicht der Ultra-Burner, also da haben wir schon einen deutlichen Abfall im Vergleich zu anderen Sturmgewehren. Starten wären wir ja mal mit einem Schaden von 26 auf die ersten Meter, der dann aber relativ schnell und im Verlauf abfällt auf 15. Den kann man zwar noch ein bisschen anheben, also mit den richtigen Spezialisierungen bzw. Aufsätzen dann auf 30, aber trotzdem, okay, gut. Im Vergleich natürlich zu anderen Sturmgewehren allen voran, meiner Meinung nach das Beste, was es aktuell gibt, ist die SV oder vielleicht noch die AK24, die auch gar nicht so schlecht und meiner Meinung nach auch ein bisschen underrated ist. Trotzdem in dem Vergleich werden wir jetzt mal AM40 und die SV stellen und da sieht man, wie schon gesagt, also Damage over Distance, haben wir da schon guten Drop im Vergleich zu der Waffe. Auch brauchen wir mehr Kugeln, haben natürlich auch eine höhere Feuerrate, darf man an der Stelle nicht vergessen. Und wenn wir das Ganze uns im Time-to-Kill-Graphen dann anschauen, dann muss man sagen, wie ihr seht, ist es gar nicht mehr so weit auseinander und da gibt es auch durchaus einen Small-Bereich, wo die beiden gleich gut sind, beziehungsweise wo sogar die AM40 im Nahkampf ein bisschen besser ist. Also, super Präzision, es geht gefühlt alles rein in die Gegner, plus eben dieser Mix aus SMGs jetzt auf Distanz, was ja auch richtig ist, ein bisschen schwächer gemacht. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, macht Laune, macht Bock. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Ding wirklich mal auszuprobieren und für euch selber mal zu testen. Jetzt wollen wir aber mal an der Stelle mal kurz in das Rückstoßverhalten schauen, weil ich es jetzt schon mehrfach angepriesen habe. Und wie immer werden wir da mal mit aus der Hüfte feuernd, ohne Gegenhalten zielen, also Bullets all over the place, man kennt's. Und wenn man hier gegenhält, dann kann man es schon in einer gewissen Streuung halten. Und jetzt haltet euch fest, das ist nur minimal gegengehalten. Also ein bisschen abgeruckelt bin ich sowieso im Visier. Also da geht alles auf einen Point rein und der Rückstoß von der Waffe, der geht eigentlich komplett einfach nur nach oben weg. Also ihr müsst wirklich nur leicht nach unten gegenziehen, egal ob jetzt mit Maus und Tastatur oder mit Controller, ist scheißegal. Also das ist auf jeden Fall sehr einfach zu kontrollieren und dementsprechend bekommt ihr die Kugeln auch sehr schön in den Gegner rein. Und jetzt schauen wir mal noch mal kurz auf die Attachments, die ich euch mitgeben würde oder empfehlen würde. Natürlich ein normales Holo-Visier. Distance-Visier, ja, kann man mitnehmen, aber wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von der Waffe. Trotzdem der Vollständigkeit halber würde ich auch da was mitnehmen. In den Magazinen, ich habe es noch nicht freigespielt, das Trommelmagazin ist auf jeden Fall interessant. Nehmt das High Power mit, dann habt ihr nämlich eine 30er Feuerkraft im ersten Schadensbild und trotzdem eine 850er Feuerrate. Also das ist die Kombination, die man so spielen will, die man mitnehmen will. Nehmt Präzision beim Zielen im Visier mit.
als Unterlauf absolut zu empfehlen, weil ihr im Visier natürlich dann ein bisschen besser unterwegs seid. Natürlich die Waffenpräzision kann man an der Stelle im Aufsatz auch mitnehmen. Das ist einfach nochmal unterstützend dafür, nicht nur unterstützend dem horizontalen bzw. vertikalen Rückstoß, sondern in Summe, dass die Waffe all over einfach ein bisschen präziser ist an der Stelle. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Nicht nur irgendwas, was man selber gegen kontrollieren kann, zu unterstützen, sondern eben insbesondere, dass die Waffe in Summe einfach präziser wird. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich weiß, da bin ich ein bisschen wie so eine alte Schallplatte, aber ihr wisst ja, in Battlefield ist der vertikale Rückstoß, also der nach oben, ganz einfach gegen zu kontrollieren oder relativ einfach, und der horizontale, der ist ein wenig random, der ist leider nicht so gegen zu kontrollieren, also da muss man selber ein bisschen schauen, wie man da an der Stelle zurechtkommt. Gut, und dementsprechend würde ich sagen, jetzt habe ich noch die eine oder andere nice Sequenz mit dabei. Packt mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, wie euch die Waffe taugt. Ob ihr die letzten Tage so im Rahmen des Liquidstar-Events auch mal mit dabei hattet. Was sagt ihr zu dem Teil? Habt ihr da auch Bock drauf? Habt ihr Interesse an weiteren Reviews? Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht und war eigentlich immer was euch sehr interessiert hat an der Stelle. Also würde ich mich auf jeden Fall über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Livestream bzw. zum nächsten Video. As always, haut rein und bis dann, euer A-Team.